Hallo, guten Tag. Ihr seht, heute ist mal etwas anderes auf dem Tisch. Das ist ein Plan. Es gibt einen geilen Scheiß, den die Welt wirklich nicht braucht. Und so Zeug finde ich affengeil. Ja. Es gibt vieles, was uns Freude macht. Nicht nur Mopeds, TÜV, sondern Zeug, das die Welt nicht braucht, finde ich natürlich saumässig stark. Und das ist jetzt ein sehr gutes Beispiel. Da bauen wir quasi eine Kanone, aber natürlich eine Kanone, die einen guten Nutzen hat. Und zwar können wir mit dieser Kanone zum Beispiel Sandwich schiessen, wir können Bierhülsen schiessen. Das ist der Lauf. Und der Lauf, das ist ja klar, das ist eine Kanone, kommt da oben drauf. Und ihr seht den Durchmesser, 70 mm, eine Bierdose hat rund 65, also affengeil. 17 Zoll Rädchen. Also, wir sehen, es hat gleich etwas mit Mofa zu tun. Das kann man am Mofa anhängen, das ist affengeil. Das sehen wir dann später. Jetzt montieren wir zuerst mal die Rädchen. Die Achse, die ich da gemacht habe, da sieht man, das ist eine Aufnahme, die nachher natürlich in den Kugellager reinläuft. Also da sieht man sehr gut die Lagerstelle und natürlich das Gewinde, um das Ganze zu befestigen. Was nehme ich für Lagerböcke? Ich habe jetzt selber etwas gebastelt aus 2 Elementen. Also da habe ich noch ein Teil gedreht, das ich dann hier einschweisse. Wir haben hier die Streben und jetzt kommt natürlich die ganze Achse bzw. die Achshalter kommen hier außen her, schön mittig von dem Querbalken. 110, also 55 ist die Mitte. So, ja, ist aber gut. He? 99. So, ich kann das glaube ich schnell anzeichnen, das ist ein bisschen schöner. Die Breite haben wir 20. Ich möchte natürlich schön in die Mitte gehen, da haben wir 50. 25 ist die Mitte, 50 Mitte. Quasi die Ausserkante. Probieren wir jetzt ordentlich zu machen. He? Das ist das, was ich nicht kann. Da habe ich keine Geduld. Feiner Scheiß. Beim Filmen und Schneiden schon, aber bei sowas? Das geht nicht. Ja, dann haben wir ja beide die richtige Position. Das stimmt, wir könnten eigentlich mal tauschen, oder? Am 1. April tauschen wir mal. Wir machen den Marxis 3-Rad fertig zusammen. Das wäre voll geil, oder? So. 5. 6. Soll ich jetzt das alles aufbohren? Das mache ich. 2, 4, 6, 7, 8. Das Schöne an Holz. Wenn man Holz bohrt, verbranntes Holz ist einfach etwas Geiles. Ich bin sicher, das hebt nachher wie die Sau. Jetzt muss ich einfach vorsichtig tun, dass ich nicht die hohen Schraubköpfe abreißen. Eben. Wie sonst sind wir nämlich am Arsch. Nicht zu fest. Ach, da sind wir. Kack! Ja, genau. Das ist so geil, so Zeug, nicht? Das meine ich, einfach muss alles, was man baut, immer einen absoluten Sinn haben. Ich finde nicht. Das wäre mal noch witzig. Was habt ihr schon gebaut, was die Welt nicht braucht? Also etwas wie eine Sandwich-Bierkanone. So, also das sollte heben. Jetzt sehen wir dann gerade, wie parallel, dass ich das hier montiert habe. Shoppen wir doch mal das Rädchen rein. Achtung. Aha. Spannend. Aha, ich hure Nuss. Ich stehe unten am Tisch an, nicht am... So, jetzt ist es ja so, die Räder sind ja gelagert auf der Achse natürlich, oder? Also die Achse mache ich fix, das heisst, ich mache hier gerade 2 M5-Schräubchen rein, dann bewegt sich die keinen Millimeter mehr. Jetzt habe ich da aber natürlich in der Euphorie da die hure Mutter zu früh gemacht. Jetzt muss ich die noch mal schnell wegnehmen, weil dann kann ich nämlich wunderbar schön an der Kante messen und das Ganze ausmitten. Jetzt habe ich natürlich Stockmutter genommen, was die ganze Sache nicht einfacher macht.
So. 20 mm, sehr gut. Jetzt machen wir hier 2 M5 hier, weil die Achse, die muss ich zwar wegnehmen, aber sie muss doch fix sein. Oh, das reicht schon. Das ist hochprofessionelles Gewindschmützi. Jetzt aber. Ja, das ist eine tolle Sache. So, jetzt kann man das hier leicht anziehen und dann ist es absolut eine fixe Geschichte. Jetzt ist es gegangen. Kommen dann natürlich noch Spitzmuttern aussen ran. Schau mal, wie das stimmt, du Verreckung. Hier mit der Linie, du, schön gerade. Und das wird nachher so, kann man das am Töffel anhängen und dann. Das ist eine tolle Sache. Als nächstes machen wir die Laufbefestigung. Mitte Haarachse, Mitte Radachse kommt der Lauf, oder? Und zwar mache ich dann genau gleiche Böckli wieder. Und die Böckli kommen hier oben drauf. Die kommen auch Mitte Radachse, weil dann haben wir natürlich das Gewicht optimal. Dann Mitte Kanonenrohr, Mitte Lauf. Und dann sollten wir einen rechten Winkel anbringen. Ich schätze, etwa so einen Winkel sollte man haben. Eigentlich war mal der Plan, um den richtig steil zu stellen. Dann machen wir Folgendes: Wir nehmen die hier. Dann nehmen wir die einfach dahinter und dafür den Lauf. Laufmitte bleibt Mitte Radachse, aber die Befestigung machen wir weiter hinten. Und dann erreichen wir einen viel steileren Winkel. Das ist ein Plan. Also gut, jetzt geht es natürlich darum, ich habe hier nochmal eine 20er Welle. Da muss ich jetzt ein paar Sachen drehen. Das muss folgendermaßen aussehen. Und dann hier ein Gewind M12x1, M12x1 und da haben wir Durchmesser 20. Jetzt brauche ich noch diese Länge und Gewindlänge. Die Gewindlänge darf eben nicht zu viel sein, weil wir haben quasi nur die Laufdicke und die Laufdicke ist 10 mm. Mehr darf das Gewind nicht rein, oder? Also 10 mm, dann machen wir es 8. Dann haben wir noch 2 mm Luft. Das sind 12x1, 8 mm. Muss heben. He? Machen wir die Achse, machen wir glaube ich Breite, komplette Breite, dann steht es noch ein bisschen raus, das ist okay. Dann haben wir ja hier 360, machen wir es 350. 350 minus 90 gibt 260, durch 2 gibt 130. Also stimmt das 130, 260, 350. Gut, dann ist das einmal, was wir jetzt machen müssen. Und natürlich müssen wir die Lagerböckli verschweißen und auch silber lackieren. Also, dann haben wir alles. Achsböckli ab ans Werk. Ist der Lauf. Die Hälfte davon sind 400. Extreme Rechenmaschine. Wie mache ich jetzt das? Eigentlich müsste ich jetzt eine Anreissbank haben. Dann mit der Reissnadel schön da hinten, oder? Und dann über und da hinten. Dann wäre das natürlich einwandfrei. Aber das habe ich nicht. Jetzt darf man es einfach nicht bewegen. Da, Hammer ist immer gut. Hammer. Jetzt ist das gesichert. Und dann haben wir Durchmesser 90, die Hälfte sind ja 45. Das ist jetzt halt, jetzt muss ich hier natürlich zweimal ein 12x1 einschneiden. Und dieses Sackloch geht natürlich nicht, weil wenn ich hier das Sackloch machen will, dann habe ich noch 2-3 Umgänge. Also das heisst, ich bohre jetzt komplett durch und tue es nachher auf der Innenseite einfach sauber entgraten. Nein, das machen wir unten auf der Ständerbohrmaschine. Es wäre schön, wenn das alles ein bisschen winklig ist. Bohrer, 12x1, ein 11er Bohrer. Ich gehe in den Keller und nehme mit. Genau.
Ein Elferbohrer. Das kleine Ding da brauchen wir dann eben für den Deichsel, für die Kanone. Danke mal für den Kult. Also, jetzt punkten wir die mal hurtig an. Da. Affe geil, schnell abkühlen. Für einen Anfänger gar nicht schlecht. Nein, das reicht nicht. Wie könnte ich das machen? Wir tun sie mal bohren. Ah, ich habe Dings geglaubt. Zapfensenker. Also falls irgendjemand eine geile Bohrmaschine auf Lager hätte, zum Beispiel eine Aciera, wir haben keine grossen Ansprüche, mit XY-Tisch, gerne anbieten. Das ist jetzt halt so eine Sache da. Also Laura hat schon Angst, es zittert. Das ist gut, du. Ja, das ist total geil. Gut, sonst muss ich halt dann schon ein bisschen richten. Das probieren wir jetzt einfach mal. Mal schauen, wie krumm das wirklich ist. Oje, oje. Oh, 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 oh. Er macht schon ein bisschen den Pfau, aber so. Es sind beide schräg. Ich mache das am schnellsten. Jetzt muss ich einfach die Flächen schnell anpassen. Und zwar muss sie auf beiden Seiten. Hier ein bisschen mehr nehmen. Ich muss da die Anfasungen noch ein bisschen grösser machen. Die sind zu gross. Ich komme gerade wieder. Wirkt eigentlich nicht schlecht. Schon viel besser. Jetzt schauen wir gerade mal. Ja, vorig. Eigentlich wäre es am schönsten mittig, finde ich. He? Das wäre eigentlich am schönsten, so optisch. Was auch noch dazu kommt, wenn man das Ding natürlich anhängt, dann muss man dann auch ganz hinten arretieren. Nachher ist der dann etwa auf dieser Höhe und dann ist der Lauf gerade. Das wäre okay. Was jetzt aber wichtiger ist natürlich Parallelität. He? Wie heißt das Wort? Parallelität. Ich kann da natürlich schon ein bisschen über das Zeug hinschauen. Ja, nicht schlecht. 86. 85. Puh. Schwierig, he? Also, mit 1960 nehmen wir jetzt einfach mal ein paar Anhaltspunkte. Klar, auf die Pneu kann man natürlich auch nicht gehen. Optisch ist es aber hure schwierig. 87, 83, das ist schon. Ja, das hat einen sehr guten Sitz. Jetzt schauen wir mal wieder hin, dann haben wir es natürlich noch neuer, oder? Ja. Mal, das ist es, glaube ich. Ah, dort stehst du. Dann lassen wir das einmal so. Zu der ganzen Lafette in der Länge haben. Da wäre jetzt hure geil, wenn ich da metrische Gewinde machen könnte. Es gibt nämlich so Gewindhülsen. Das sind genau so Gewindhülsen. Da hat es ein metrisches Gewind drin. Die kann man eben bohren und ins Holz einleimen. Ich brauche ja 4, 8. Ja. Das sind genau 8 Stück. Da drehe ich auch durch, oder? Sollen wir das machen? Wäre schon schön. Wäre schon schön, he? Die Löcher, die sind natürlich so abartig nah aufeinander. Da haben wir hier eins.
Es ist schon extrem nah. Andererseits würden auch je eine ja langen, oder? Da haben wir 12, 10 müsste man bohren. Ich müsste auch den Schreiner fragen, ob man mit Weissleim das hebt, weil ich bin nicht so ein Weissleim-Fan. Entschuldigung an der Stelle, alle Schreiner. Gut, jetzt tun wir hier eben die Büchsen rein. Ich habe jetzt M5 genommen. Sind ein bisschen kleiner, ein bisschen feiner. Jetzt muss ich die aber alle schlitzen. Wenn ich gemerkt habe, es stellt das Holz auf, dann ist das so quasi wie ein bisschen selbstschneiden. Also ich mache jetzt hier einfach eine Kerbe. Jetzt haben wir hier quasi wie eine Schneide. Und das ist jetzt einfach in der Hoffnung, dass das Holz nicht gerade oben aufbaut. Nee. Ein bisschen macht es gleich noch. Ja, müssen wir nachher schnell ein bisschen drüber schleifen. Das geht schon. He? Also gut. Das Ganze 8-mal. Also 16er. 2, 4, 6, 8. Machen wir die auch noch. Das schöne Holz. Du. Nehmen wir mal nur den Blau. He? Das ist nachher quasi ein Teil Lauf und die Achse vom Lauf, das ist eins. Das heisst, das ist auch der Grund, wieso dass wir hier metrische Schräubchen nehmen, einfach, dass man das Ganze wieder demontieren kann. Fühlt sich ziemlich gut an. Jetzt tun wir zuerst schnell ausmitten. Da. So. Könnte super sein. Das ist absolut optimal. Er hebt schon von allein ein bisschen, geht aber sehr ring zum Bewegen. Da oben, da müssen noch 2 Flügelschräubchen rein, weil man sollte den Lauf vor allem zum Fahren können stabilisieren. Zum Fahren wird er irgendwie so sein, wenn wir den angehängt haben, dass der Lauf etwa gerade ist beim Fahren. Laden, ziehen und dann kann man ihn richten, woher man will, und dann könnte man ihn feststellen. Und dann den Auslöser ziehen. Das ist der Plan. Das machen wir aber später. Was viel spannender ist für euch, ist natürlich der Lauf. Das sind so ein paar ganz lustige, im Grundsatz sehr simple Teile natürlich. Das ist eine Feder, die wir aus 2 zusammengeschweißt haben. Die ist ziemlich lang. Also hat etwa noch 10 cm, um eben das Zeug vorne rein. Das ist der Verschlussdeckel. Er kommt hier drauf und ihr seht, es hat aussen die äußeren 6 Löcher sind zum Befestigen und die inneren 12 Löcher im kleineren Radius, im kleineren Teilkreis, das ist einfach nur, dass wenn der abgeht, weil das so relativ genau ist, dass Luft herkommt. Sonst gibt es ein Vakuum und dann bremst er. Da innen, da hat es eine Schraube, in der Kolbenstange hat es ein Gewinde. Das Material ist, glaube ich, ein POM. Einfach, ich habe gedacht, Kunststoff ist ein bisschen schöner als Alu und es ist noch leichter wegen der Trägheit, oder? Und das ist unser Kolben. Jetzt hat es eben dort noch ein paar Brauen gehabt. Also das ist eigentlich das Prinzip. Da sieht man jetzt, wenn ich da noch leicht verkante, dann hebt er. Darum hinten dran die Führungsbüchse. Die ist auf 4 cm oder 45 mm sogar ist die Kolbenstange geführt. Da sieht man auch hier ganz ein bisschen Spiel, nicht zu viel, aber einfach, dass es sauber läuft. Jetzt ist das geführt, jetzt geht das extrem ring. Das ist sehr lustig. Natürlich kommt jetzt da zwischen ihr die Feder, die einerseits im Kolben geführt ist und andererseits da hinten drin. Und da innen passiert nichts anderes, als wenn wir den hinterher ziehen, wird die Feder gespannt und entspannt sich und schiesst Sandwich oder das Bier oder was auch immer ab. In einer hoffentlich unheimlichen Geschwindigkeit. Die 6 Gewinde hier, das ist natürlich eigentlich da die M6 im Alu, da habe ich überall Helicoil gesetzt. Das ist halt beim Alu ein bisschen das Problem. Zum Bearbeiten und alles ist Alu natürlich herrenmässig.
Aber für so kleine Gewinde, es ist sogar M5. Für so kleine Gewinde ist es halt wirklich nichts. Wenn man das hure Ding spannt, ich sage mal, der Kolben wird etwa da sein. Das entspannt sich natürlich in einer unheimlichen Energie. Tätscht führen und dann muss man da hinten das bremsen. Meine erste Idee war jetzt, dass ich da hinten, da kommt ein schöner Griff an, den drehen wir gerade nachher miteinander da. Ein schöner Alugriff für 2 Hände zum Spannen. Und dann war mein erster Gedanke eigentlich, da so Federn reinmachen. Jetzt mit Federn ist das Problem, die wirkt dermaßen zusammen und dann haben die keine Federwirkung mehr. Also wenn die so auf Schläge, ist das einfach nicht ausgelegt. Da muss man etwas einfallen lassen. Wahrscheinlich mache ich entweder mit Silentblöcken etwas, also mit hartem Gummi, oder irgendeinen Schlauch im Schlauch oder irgendetwas hartes Gummi, wo das abfedert. Da machen wir vielleicht dann noch ein Pölsterli drauf für die alten Herren, oder? Mit dem Knie kann man die ganze Kanone sichern und dann da natürlich an dem schönen Griff kann man das schön spannen. Und ihr seht jetzt, wenn man da spannt und dann zielen und wenn das hat einen rechten Zug am Schluss. Also da gibt es dann noch etwas, einen Mechaniknutz, wo quasi in den Kolbenstangen, stelle ich mir vor, hat es eine Nut und obendran hat es mit einer Federwirkung eine Art Keil. Und sobald quasi die Nut kommt, haut es mit den Federn den Keil rein. Und dann kann man loslassen und dann ist das gesichert. Und dann kann man früher, wie bei den alten Kanonen früher, das auslösen mit einem Schnürli. Oder? Das ist der Plan. Der Zug, ui, holen wir ein Stück Aluminium und drehen den Griff. Ja, das mache ich immer gerne. Ein bisschen geile Teile machen. Da 20 cm. Wenn man hier den Griff hat, ist das eine wunderbare, schöne Power. Jetzt haben wir hier eine schöne Zentrumbohrung gemacht, dass wir eben den Spitz anstellen können. Und jetzt mache ich eine Seite um die andere. Mache jetzt eine Struktur rein. Jetzt machen wir da natürlich ein paar Rillen rein. Ein absolut wunderschöner Griff. Geile Teile, Jungs und Mädels. Abstellen, bohren, montieren. Das kommt jetzt dahin. Also quasi wird gebohrt und dann mit einer Kontermutter. Das sieht doch rattenscharf aus. Du gehst auf die Ständerbohrmaschine, weil sonst gibt es nämlich nichts gratis. Kommen wir gerade wieder. Tada! So, 10x1. Es ist wild. So, und da hinten haben wir noch ein Köpfchen zum schöne, dass man sich nicht verletzt. Und jetzt ist das natürlich schon eine ganz andere Story da. Ich will jetzt nur ganz leicht vorspannen, wenn ich jetzt loslasse, dann deckt es Vollgas und Lauf an. Also jetzt mit dem Griff, das macht es gerade noch etwas aus. Gefällt mir gut, gefällt mir sehr gut. So sehen wir ihn besser. Also bleibt dabei, genießt die Zeit dazwischen, macht es gut und bis bald. Für dich auch gut? Mhm. Achtung, 3, 2, 1. Ja! Scheiße! Das ist ein verdammt müdes Ding.